Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Einhell-Klebepistole an, die TECG-18. Ihr seht, wie der Mechanismus funktioniert. Durchs Drücken wird mechanisch der Klebestift nach vorn gedrückt. Da zeige ich nochmal von innen, wie es ausschaut. Ihr seht, wie unten so, wie soll ich sagen, so kleiner Pin außerfährt und dann den Klebestift nach vorn drückt. So einfach funktioniert der Mechanismus. Funktioniert aber relativ gut, muss man sagen. Jetzt haben wir einen vollen 6er Akku, Klebestift von Einhell, und wir starten gleich und schauen, wie lange er braucht, um warm zu werden. Perfekt, hat erreicht. So, ja. Was wiegt es? 746 Gramm. Jawohl. Ah, 346. Da haben wir die Zeit. Messen wir gleich die Temperatur. Kühlt sehr, sehr schnell ab. Seht, nachtropfen tut er. Seht, man sollte es nicht angreifen, den Teil. Hinten kann man locker, das passiert nichts, aber vorne, wo das erwärmt wird, da entsteht schon ordentlich Hitze. Da sollte man nicht drauf greifen, vorne sowieso nicht. Seht, wird den ganzen Vorgang nur 3% verloren. Da oben schaut man wieder aus. So, die Maße seien wie folgt: 7 cm, 17,5 lang, ziemlich genau 18,5 hoch. Gibt es nicht mehr zum Sagen. Bin insgesamt zufrieden. Temperatur habt ihr gesehen. Ich hoffe, dass das relativ genau war mit dem Messen. Wenn nicht, irgendwann später brauche ich halt eine Wärmebildkamera, aber für jetzt soll es langen. Den behalte ich kann ich nochmal nachtesten, ob das schlechter ist wie andere. Was gibt es zu sagen? Nichts zu meckern. Vielleicht ist er ein bisschen zu groß für feine Arbeiten. Vielleicht sollte man sich, ich glaube, es gibt kein Werkzeugsystem, wo die Batterien von 18 oder 12 Volt passen, wo man so eine Klebepistole kriegt für das Geld um die 30 Euro. Ist es super, man kann Holz verkleben, Metall verkleben, jegliches Zeug machen. Verarbeitung ist super, der Griff ist gut, oben ist gut. Man hat eine Anzeige, also eine LED, die anzeigt, wann man die Pistole verwenden kann. Man muss die nachtippen oder so, nach 2 Minuten schafft er es. Und ja, viel gibt es nicht mehr zum Sagen. Ich hoffe, euch gefällt das Video und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen. Servus, danke und ciao.